This is the most important election in the history of our country. Donald Trump möchte unbedingt wiedergewählt werden. Doch er macht sich Sorgen. So we have a new phenomena. It's called mail-in voting. I think mail-in voting is going to rig the election. I really do. That's what they want. Fraud. They want to try and steal this election. Trump beginnt einen Kampf gegen die Briefwahl und hat 3 Strategien. Erstens startet er eine große Propagandaschlacht. Zweitens nimmt er die amerikanische Post ins Visier, die für den Transport der Stimmzettel so wichtig ist. Und drittens zieht er gegen die Briefwahl vor Gericht. Wir schauen uns das genauer an. Stimmen seine Argumente? Warum ist sein Vorgehen so problematisch? Und haben seine Strategien Erfolg? Die Geschichte beginnt im Frühjahr. Die Vorwahlen sind im Gang und landesweit explodieren die Corona-Infektionszahlen. Die Menschen fragen sich, wie kann man künftig überhaupt noch sicher wählen? Und plötzlich diskutieren alle über die Briefwahl, mit der viele Amerikaner bisher keine Erfahrung haben. Vor der Pandemie haben nur 3 Gliedstaaten schon einmal bei einer nationalen Wahl allen Wahlberechtigten die Stimmzettel automatisch nach Hause geschickt. Jetzt stellen weitere komplett auf Briefwahl um und andere Staaten bieten zumindest an, dass man Briefwahlunterlagen beantragen kann. Es ist ein großer Flickenteppich, denn in den USA entscheiden die einzelnen Staaten selbst, wie sie Wahlen durchführen. Dass plötzlich viel mehr Amerikaner per Brief wählen können, passt Trump gar nicht. Er beginnt mit seiner ersten Strategie gegen die Briefwahl, eine Propagandaschlacht. Trump stellt verschiedene Behauptungen in den Raum, diese zum Beispiel. There is no way you can go through a mail-in vote without massive cheating. Seine Behauptung? Die Briefwahl führe zu systematischem Wahlbetrug. Aber stimmt das? Ich habe mir angeschaut, welche Erfahrungen Oregon, Washington und Colorado gesammelt haben. Es sind die 3 Staaten, die schon in der Vergangenheit nationale Wahlen komplett per Brief durchgeführt haben. Dabei wurden laut Behörden über 43,8 Millionen gültige Stimmen abgegeben. Die Heritage Foundation, eine Stiftung, die den Republikanern nahesteht, hat bei diesen Wahlen nur 8 Betrugsfälle gefunden, die ausschließlich durch die Wahl per Brief möglich waren. Das sind 0,00002%. Auch im Detail zeigt sich, Trumps Behauptung vom systematischen Wahlbetrug stimmt nicht. Er twittert, Briefwahlunterlagen würden gestohlen werden. Doch jeder Stimmzettel kann per Barcode ständig verfolgt werden und gestohlene Unterlagen werden gesperrt. Dann behauptet Trump, dass Stimmzettel illegal kopiert werden könnten. Doch jeder Stimmzettel ist ein Unikat durch einen Code mit einem konkreten Wähler verknüpft. Und er sagt noch, Unterschriften auf den Wahlumschlägen könnten einfach gefälscht werden. Doch werden sie mit Unterschriften im Wählerverzeichnis von Experten oder maschinell verglichen. Insgesamt haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die Wahl per Brief zwar ein wenig anfälliger ist als die im Wahllokal, doch betonen sie, dass es keine Hinweise gibt für umfangreichen oder gar systematischen Betrug. Bei seiner Propagandastrategie gegen die Briefwahl setzt Trump noch auf eine weitere Behauptung. They had things, levels of voting that if you ever agreed to it, you'd never have a Republican elected in this country again. Trumps These? Von einer höheren Wahlbeteiligung durch die Briefwahl würden ausschließlich die Demokraten profitieren. Stimmt das? In Colorado wurde untersucht, ob sich das Wahlverhalten verändert hat, nachdem dort die Briefwahl eingeführt wurde. Nach der Umstellung war die Wahlbeteiligung von Afroamerikanern 13,2 Prozentpunkte höher als erwartet. Eine Wählergruppe, die fast immer überwiegend für Demokraten stimmt. Allerdings lag die Wahlbeteiligung der Menschen, die keinen Highschool-Abschluss haben, ebenfalls deutlich höher als erwartet, 9,6 Prozentpunkte. Und diese Wählergruppe stimmte 2016 mehrheitlich für Donald Trump. In einer anderen großen Studie haben Forscher der Stanford University Wahlergebnisse aus verschiedenen Gliedstaaten verglichen, die die Briefwahl getestet haben. Ihr Ergebnis? Der Stimmanteil von Republikanern und Demokraten hat sich seit der Umstellung nur minimal verändert. Ein Plus von 0,8 Prozentpunkten bei den Demokraten. Doch selbst diesen kleinen Unterschied führen die Forscher auf andere Effekte als die Briefwahl zurück. Und so lautet ihr Fazit, die Briefwahl hat keinen parteilich ausschlaggebenden Effekt auf Wahlergebnisse. Ein Ergebnis, zu dem auch viele andere Studien kommen. Trump begründet seine Ablehnung der Briefwahl also mit 2 Argumenten, die Lügen sind. Seine Propagandastrategie zeigt aber trotzdem Wirkung. Vor allem bei seinen eigenen Anhängern. Diese Meinungsumfrage belegt das. Noch im April forderten lediglich 32% der Republikaner, dass man nur persönlich im Wahlbüro wählen solle. Im August waren es dann 55%.
Bei den Anhängern der Demokraten war die Skepsis gegenüber der Briefwahl schon im April viel geringer und sie ist auch weniger angestiegen. Das zeigt, Trump untergräbt mit Lügen das Vertrauen in das amerikanische Wahlsystem. Wir kommen zu Trumps zweiter Strategie gegen die Briefwahl: die Diskreditierung der amerikanischen Post. Die ist eigentlich eine politisch unabhängige Behörde, doch Trump wirft ihr schon länger Ineffizienz vor und hat deshalb wohl auch allmählich seinen Einfluss ausgebaut. Am 15. Juni bekommt die Post einen neuen Chef, Louis DeJoy, ein Logistikmanager. Allein für Trumps Wahlkämpfe hat er 1,2 Millionen $ gespendet und bei dessen Amtseinführung war er vorne mit dabei. Seine Ernennung zum Postchef ist umstritten. Schon am 13. Juli ordnet DeJoy rasche Reformen an, auch weil die Post in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Briefträger dürfen künftig keine Überstunden mehr machen und auch keine Extratouren mehr für spät ankommende Post. Schon bald mehren sich Beschwerden, dass Stadtviertel 1-2 Wochen lang keine Post bekommen. In dieser Situation drängen die Demokraten dazu, die Post finanziell zu unterstützen, auch um die Briefwahl zu sichern. Am 13. August ein bemerkenswerter Auftritt von Trump bei Fox Business. Er ist per Telefon zugeschaltet. Now they need that money in order to have the post office work so it can take all of these millions and millions of ballots. But if they don't get those two items, that means you can't have universal mail-in voting. Trump zieht also in Erwägung, Hilfsgelder für die Post zu blockieren. Der Aufschrei ist groß. So the president says he's not putting up any money for absentee voting, and he's not putting up any money for the Postal Service, undermining the health of our democracy. Nancy Pelosi, die mächtigste Demokratin im Repräsentantenhaus, kündigt an, das Parlament aus der Sommerpause zurückzuholen. Die Kammer soll per Gesetz die Reformen bei der Post untersagen. Der Postchef gibt nach. Am 18. August kündigt er an, die meisten Reformen bis nach der Wahl auszusetzen. The Postal Service is fully capable and committed to delivering the nation's ballots securely and on time. This sacred duty is my #1 priority between now and Election Day. Es gibt keinerlei Hinweise, dass Trump dem Postchef bei den Reformen irgendwelche Anweisungen gegeben hat, um so die Briefwahl zu sabotieren. Und trotzdem ist sein Verhalten problematisch. Trump bringt nämlich diesen Gedanken ins Spiel. Wenn er Hilfsgelder blockiert, könnte die Post ins Straucheln geraten und die Briefwahl somit zum Chaos werden. Und er erweckt den Eindruck, diesem undemokratischen Szenario nicht abgeneigt zu sein. Wir kommen zu Trumps dritten Strategie gegen die Briefwahl. Er klagt gegen die Briefwahl und bekämpft sie vor Gericht. We will be suing in Nevada, and that's already been taken care of. Nevada ist einer der Staaten, in dem die Wahlergebnisse immer besonders knapp sind. Am 2. August entscheidet das Parlament dort, die Briefwahl massiv auszuweiten. Schon 2 Tage später reicht Trumps Wahlkampfteam eine Klage dagegen ein, zusammen mit der Republikanischen Partei. Und die Klage ist kein Einzelfall. Längst ist eine so große juristische Operation im Gang wie bei keinem Wahlkampf zuvor. Mindestens 34 Prozesse in 16 Staaten. Und immer geht es um Details der Briefwahl. Anfangs lag das Budget für diese juristische Schlacht bei 10 Millionen $. Dann wurde es auf 20 erhöht, inzwischen soll die Summe noch höher sein. In einigen Staaten konnten die Republikaner eine Ausweitung der Briefwahl schon stoppen. Viele Prozesse sind aber noch am Laufen. Es ist höchst fragwürdig, dass der Präsident in dieser Sache überhaupt gegen die Gliedstaaten vorgeht. Schließlich versuchen die in Zeiten der Pandemie eine sichere Wahl zu organisieren. Und laut Gesetz dürfen die Staaten selbst die Wahlform bestimmen. Donald Trump ignoriert das alles und erzählt in einem Interview ganz offen, für wie entscheidend er diese juristische Strategie für seine Wiederwahl hält. Meine größte Gefahr ist, dass wir diese Prozesse nicht gewinnen. Was hat Trump also mit seinen 3 Strategien bisher erreicht? Viele Wähler sind verunsichert und vertrauen der Wahl insgesamt weniger. Vor Gericht hat er erkämpft, dass einige Bürger trotz Pandemie nicht per Brief wählen dürfen, und er hat das Thema zu einem großen Politikum gemacht. Laut einer Meinungsumfrage planen 80% der Republikaner im Herbst im Wahlbüro wählen zu gehen. Nur 18% wollen das per Brief machen. Bei den Demokraten sieht es ganz anders aus. Nur 41% planen im Wahlbüro zu wählen, die Mehrheit 59% per Brief. Ganz zum Schluss lohnt es sich anzuschauen, was das für die Wahlnacht bedeutet. Die Stimmen aus den Wahlbüros werden voraussichtlich noch am Abend ausgezählt. Bei den Briefwahlstimmen könnte das zum Teil Wochen dauern. Schon jetzt wird in den USA diskutiert, ob Trump eine verlorene Wahl anerkennen wird.
Und so könnte es zu folgendem Szenario kommen. Obwohl Trump insgesamt weniger Stimmen bekommen hat, liegt er in der Wahlnacht vorne. Schlicht, weil die vielen Briefwahlstimmen für Biden noch nicht ausgezählt sind. Und so stellt sich eine entscheidende Frage. Könnte es passieren, dass Donald Trump versucht, die weitere Auszählung zu stoppen und sich entgegen den Fakten zum Sieger erklärt? Mein Name ist Jörg Walch und ich bin Videoredakteur bei der Neuen Zürcher Zeitung. Wir erklären, was in der Welt gerade passiert. Abonnieren Sie doch unseren Kanal.